Herzlich willkommen zum neuen Video und herzlich willkommen in unserem ganz neuen Studio. Wir sind zwar noch im Aufbau, aber ich gebe euch nachher gerne mal schnell eine Roomtour. Aber zuerst noch, um was geht es heute? Es geht nämlich weiter am Ovatrol-Projekt. Dem Rixey Export Deluxe, der ist jetzt Govatrolet, der hat 5 Schichten. 5 Schichten Ovatrol drauf und eine Versiegelung. Und den wollen wir jetzt zusammenbauen. Aber vorher muss man natürlich den Motor noch machen, weil der ist richtig ölig und nicht so super. Plus um die Räder muss ich mich noch kümmern. Ihr habt ja abgestimmt und es bleiben die alten Speicher drin. Das heisst, mehr Arbeit für mich. Ich muss alles aufarbeiten, schön bützeln, Ovatrolen und dann die wieder zusammen machen. Vorab schnell einmal Roomtour. Wir haben hier natürlich, wie gehabt, unser Kaffeebänkchen, mal ein Sitzungszimmer, wo wir da unsere geheimen Pläne schmieden. Natürlich ist das Moffa-Kultzeichen wieder da. Weiter geht's mit einer ganz neuen Sache. Wir haben endlich eine Schleifmaschine bei uns im Studio. Da hinten sind wir noch im Aufbau. Wie ihr seht, es ist noch ein bisschen puff, aber es gibt endlich eine Schweissecke. Und mit Schweissecke meine ich auch, wir haben hier Gipsplatten. Das heisst, es ist feuerfest, Schweißgerät wie immer noch. Und wir haben eine Ständerbohrmaschine. Auch die funktioniert. Endlich ein Werkzeugbau, nicht mehr die unübersichtliche Werkzeugwand von BGS. Wunderschönes neues Werkzeug. Ein Spind, damit wir auch Sachen eintun, wie zum Beispiel Arbeitskleider. Und eine anständige Werkbank. Und das Wichtigste und das Highlight für mich, ein Schraubstock, der hebt. Jetzt genug gelabert, ich hole den Raffi, der hilft mir nämlich beim Motor. Und los geht's. Oder? So, Freunde, wie gesagt, ich habe mir jetzt Hilfe besorgt. Der Raffi kommt aus dem Kellerabteil. Der kennt sich aus mit diesen Motoren 650er, 52, 53, ich weiss nicht, wie weit ich muss zählen. Aus dem Grund, dass er selber natürlich viele so Motoren schon in der Hand hatte. Bestellt dann gerade hier Teile. Ich kümmere mich in dieser Zeit um die Rädchen. Bevor wir hier anfangen überhaupt, willst du Menschen noch ein bisschen anlügen? Was machst du eigentlich für uns genau? Das fragt mich manchmal auch. Hauptsächlich neue Teile für die schönen Motoren und Sonstiges. Wie alle beim Moffa-Kult viel und Sonstiges, aber der Raffi ist eigentlich bis in die Entwicklung eingestellt. Entwickelt neue Teile, wie auch hier eben. Ich weiß nicht, gibt es da etwas? Wir dürfen dir nichts sagen. Ja, wie bringen wir hier den Übergang an? Roger, Ideen? Er macht den Motor, ich nehme hier mal die Pneu weg. Da ist mir nämlich etwas noch ganz wichtig. Die 2 Zoll Pneu, die können nicht bleiben. Und man das Schutzblech ausmessen, wie dick dass ich da reingehen kann. Los geht's! Gut. Nagelneu, hä? Wow. Lord Ballon. Was heisst Lord? Das ist ein herrlicher Ballon. Ich sollte es eigentlich wissen, weil Französisch ja meine Muttersprache ist. Wo sind die Köbi sind nicht sicher, wenn man es braucht. So, die Pneu sind weg. Unterschiedlich dick. Und eben, wie gesagt, ich würde eigentlich schon 2,5 Zöller fahren. Meinst du, Raffi, geht es da drunter? Ja, die verschaffen sich den Schubplatz. Die machen dann schon Platz, gell? So, du hast den Motor auch offen. Hier sieht man jetzt, das ist eben der Kettenantrieb, den wir im letzten Video gesagt haben. Du kannst uns da sicher behelligen. Was ist das alles? Was macht das alles? Das ist der Primärtrieb von diesen 1092er Motoren. Die alten Versionen bis etwa Ende 50er Jahre ungefähr haben den Primärkettentrieb gehabt. Das Problem ist ein bisschen, dass man viele Ersatzteile nicht mehr findet für die alten Primärtriebe und man es dann halt, wenn etwas nicht mehr gut ist, muss auf die modernen umbauen. Da muss man beachten, dass wenn man das auf den modernen umbaut, hat man nachher ja 2 Zahnrad. Im Vergleich zum Kettentrieb tut sich dann die Drehrichtung ändern vom Motor. Man muss auch die Zündung umbauen. Genau, da haben wir jetzt die gleiche Drehrichtung genau. Von Rädchen. Nachher geht es aber so in den Antrieb. Die Drehrichtung von der Zündung, sonst fährt der Hübel nachher rückwärts. Wenn du eine HPI verbaust, dann kannst du sicher so wieder Fürstchen laufen. Richtig. Wenn die Kurbelwelle noch brauchbar ist, dann können wir eigentlich das drin lassen. Unbedingt, auf Original lassen. Gut, ich lasse dich weiterarbeiten und sehr gut. So, hässliche Sauce. Salze! Ja, schöner wird sie wahrscheinlich nicht mehr, oder? Oh, da sind Teile drin! Das sind die Teile! Das sind die Teile! Ich denke, wie bringe ich den Rixey jemals wieder zusammen? Ich bin nicht der Marvin, ich habe nicht so Erfahrung im McDonalds mit der Fritteuse. Ist der gehen raus. So. Die Pommes sind sicher nicht mehr labrig da. Jetzt ist irgendetwas gekommen. Da gibt es offiziell das Fenster nicht in unserem Studio. Da bildet ihr euch nur rein. Da kommt Rost weg. Das ist wieder Bielefelder Rost. Das war Bielefeld. So. Nur gute Neuigkeiten. Das ganze Budget ist für Ovatrol draufgegangen. Ich hätte jetzt keine neue Kurbel kaufen. Zum Glück kommen die immer so Ring weg. Das ist super.
Tipptopp. Du, die sehen ja fast neu aus. Was? Die Kupplungslamellen. Ja, ist das schön. Den sauber. So. Ich drehe am Rad. Ich bin echt froh, haben gesagt, ich soll das alte Rad aufbereiten. Das macht mega viel Spaß. Danke vielmals. Schnurles. Das muss so tönen. Das ist gut. Ja. Das ist ein Bogen. Muss das so sein? Ja. Geil, ne? Der ist voll verbogen. Das muss so sein. Krummelbläuel. Ah. Ich würde das nicht empfehlen. Kann man schon so machen, ist dann halt scheiße. Also kurzes Update. Der Motor ist gespalten und Bläuel ist krumm. Der ist irgendwie gestaucht. Der hat vermutlich mal geklemmt, dann der Bläuel jetzt so gestaucht und das ist natürlich suboptimal. Heisst jetzt eigentlich, man muss alles umbauen. Oder man könnte vielleicht schauen, ob man irgendwo noch so eine alte, gute Kurbelwelle findet, die einen geraden Bläuel hat, wo das Lagerspiel stimmt, etc. Wenn ich jetzt da runterlang und da eine Kurbelwelle führen nehme, die so ist und genau gut. Mach mal. Ja, das wär's mit dem heutigen Video. Scheiße. So, wir haben jetzt noch einen anderen Weg gefunden. Und zwar würde ich eigentlich wirklich gerne die alte Welle behalten. Zwar nicht die Bogenpläuenwelle, aber der Marc Züricher, der Gründer vom Mofa-Kult, der hat ja da noch so ein Altmetalllager. Und da gehen wir jetzt noch schnell ganz leise schauen. Die könnte etwa passen. Ich glaube, das ist ein fairer Tausch, oder? Jetzt gehen wir noch weitere Teile holen, damit wir den Motor wieder zusammenbauen können. Da müssen wir jetzt noch schnell holen. So, das ist das letzte Teil. Ich bringe den Raffi rauf und hole ihn ganz schnell, weil dann testen wir gerade noch die Zündung testen, ob die auch funktioniert. Du bist doch der Zündungsspezialist. Hey, dann zack, jetzt sind wir wieder voll aus. Okay. Wie tut denn das jetzt? Jetzt, mir fürcht's. Eine Doppelkerze. Ja, kann man aber. Schau mal, wie schön Oh ja, schau jetzt. und tut. Und wir brechen zum Ganzen ein Stück machen. Also, wir wechseln jetzt Kondensator und Unterbrecher. Guterweise hat der Raffi da sogar eine Lötstation in-house. Und dann läuft das Ding schon fast wieder. He? Kann ich den jetzt rausschmürzeln hier? Irgendwo haben wir das Kondensator-Einpresswerkzeug. Der drinnen, Unterbrecher noch wechseln. Dann halt das wieder. Der gelötet hat, Der hat gut gelöst. der alte Unterbrecher wieder angelötet. Kann man schon so machen, das ist doch scheiße. Da sind wir am Arbeiten und da liegt die ganze Zeit nur auf der faulen Haut. Junge! So, ich habe es endlich geschafft, habe die Speicher auspoliert mit ein bisschen Scotch. Aussen der Aluminiumreif auch mit feinerem Scotch und ein bisschen Öl. Jetzt geht es darum, das auch versiegeln. Das mache ich direkt mit dem Ovatrol Dexjoie. Das ist übrigens auch die Versiegelung, die ich erzählt habe, wo ich hier über die ganzen ovatrolisierten Teile als Abschluss, als wirklich Versiegelung drüber tun habe. Das wird abriebfest, das härtet gut aus und das werde ich jetzt hier auf die Rädchen auch auftragen. Hier mache ich es jetzt nicht mit der Spraydose, dass da nicht allzu viel drauf kommt. Ich nehme einen Baumwolllumpen, dunkel den ein bisschen rein und tue einfach ganz fein schön eine Schicht auftragen. Das mache ich zweimal und dann ist das auch gut bis morgen. Los! Tomisier. Raffi benutzt da Wörter, die ich gar nicht mehr hören will. Tomisier. Und das ist ein Gevögel. Ein Gevögel. Geil. Du hast jetzt ganz geil reingegangen. Ich habe die Rädchen in der Zwischenzeit auch fertig. Ich mache jetzt hier Platz, damit ich mit dem ganz normalen Aufbau anfangen kann. Auch jetzt sagt, ich darf die Drehangel nicht benutzen, das ist viel zu gefährlich für mich. Darum nehme ich jetzt einfach so mal einen Spar. 26,05.
30,00, 1,96 mm. Wo tust du jetzt hier rum? Bei der Kurbelwelle rechts. Ja, genau, links und rechts gleichmäßig Du machst jetzt die einsteigen. Hälfte und dann 1,1 pro Seite. Genau. Jetzt anfangen zu bauen. Da habe ich das Gabelrohr neu geschweißt. Der Krieg würde ja jetzt sagen. Es ist der nächste Tag. Wir haben gestern noch ein bisschen weitergemacht. Es nimmt langsam schon wieder Form an. Ich muss überall ein bisschen rustige Schrauben suchen, damit ich nicht zu viel neu machen muss. Da hat mir Raffi gerade noch perfekte Messinghülse gemacht. Da hinten sind wir so weit, dass wir endlich den Kolben drauf tun können. Der Motor ist zu, fast zu. Wir bauen jetzt um von einem schlitzgesteuerten auf einen 38er Membraner. Wieso? Wissen wir auch nicht genau. Aber nein, es ist ein Zweiwarzen-Membraner. Der hat allemal ein bisschen mehr Kraft. Kann man das so sagen? Ja, durchaus. Ja, durchaus. Was will man da noch erzählen? Der Raffi hat dann noch alle Dichtungen, alle Simmering ersetzt, gell? Zu Louis Vuitton Simmering. Gewissdichtig, alles gemacht. Perfekt eingemittelt, Spiel kontrolliert. Soweit wirklich der Motor ziemlich sorgenfrei. Und sonst Servicegarantie 25 Jahre. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Vor allem, wie wir es jetzt auf Kamera haben. Danke vielmals. Da geht es einen grossen Schritt weiter. Und der Roger macht euch im Mucke. Los geht's. Oder? Lego für Erwachsene sollte ich jetzt zusammenbauen. Ist das da offen? Da könnte der Kolben ein bisschen ab. Und dann ist übrigens auch reingegangen. Noch verliert ja genau da zwischen ihnen. Special Fest. Auch Zürich. Jetzt, du bist ein verdammt guter Manager. Alle Aufgaben, die dir keinen Spass machen, delegierst. Schau, wenn ich das Ding wissen wie, was, wo, ich muss es selber machen. Noch so gern. Noch so gern. Darum musst du es zu den Leuten geben, die es wissen. Profis das Handwerk machen lassen. Ich gehe nicht zum Marvin und sage, schweiss mir das. Wenn ich Frisurtipps will, dann gehe ich auch nicht zum Roger, dann gehe ich zum Marc Zürich an. Wo hast du die Schritte, Roger? Endlich kommt das Highlight. Vorsicht. Ja, also normalerweise hat es so Lasten angeschweißt im Rahmen. Die hat er nicht. Aber für was ist denn jetzt der da? Für den Zylinder. Darum hat es zwei Löcher, die oberen sind für den Tank und die unteren sind für Den Zylinder mal da und den Tank mal da. Von Lüg mich nicht an! Von wo weißt du jetzt, dass der Zylinder genau dort ankommt? Hat Leo gemacht auf Sachsmotoren. Sorry. Zeig's mir. Hä? Gottfried Heimatstern, heilige Sachs nochmal. Dann ist der falsche Tank, das ist zu kurz. Anmachen, fertig. Wie war es denn, was du auseinandergenommen hast? Ja, der Tank ist nicht angemacht. Jetzt weisst du ja warum. Aber jetzt brauchen wir zuerst noch so ein Gummiteil. So, ich mache jetzt hier sicher mal einen Gummi drunter, damit zum Rahmen schützen. So, da. Gummi ist drunter, Rahmen ist geschützt, Motor in dem Moment fertig. Affengeil, Raffi. Danke viel mal. Den baue ich jetzt hier drunter. Zuerst gehen wir jetzt aber einen Töffel fahren. Das haben wir es verdient. Morgen bauen wir es zusammen und dann sehen wir uns auf der Probefahrt. Ich bin gespannt. Der läuft ja wie ein Sacknüsse. Elias? Was ist mit der scheiß Zündung los, Mann? Wieder hindern. 2 Minuten. Ich komme gerade. Ich mache nur schnell zu da. Ich komme gerade. 2 Minuten.